ein Meer von Gefühl und kein Land. Einmal dachte ich, bricht Liebe den Bann. Jetzt zerbricht sie gleich deine Welt. Totale Finsternis, wir fallen und nichts, was uns hält.
Wartens wird die Lust mir entflammt. Ich lass dich fühlen, was dich unsterblich macht, wenn wir zwei tanzen auf den Bergmorgen.
ein schlimmer Traum. Ein Glück, dass es nicht wahr ist. Das Gute siegt, ich zweifle kaum, auch wenn mir noch nicht klar ist, wie und was und wer und wo und wann. Wie und was und wer und wo und wann. Er sprach von ihr, also ist sie her. Heut oder nie finde ich zu ihr. Heute scheint mir halb so schwer, was mich gestern noch mutlos machte, denn ich fühle mehr und mehr ihre Nähe, seit ich erwachte. Wie kommt dieses Frühstück hier? Kann es sein, dass es Sarah brachte? Jemand kam, oh ja, ich höre. Ah! Was? Ja, ja, ja. Ein weiches Bett, ein ruhiges Heim, erfrischen Geist und Glieder. Ein Tässchen Tee, ein Haferschleim und schon erfüllt mich wieder Logik, Logik und Drang zur Pädagogik. Herr Professor, er hat gesagt, folge deinen verborgenen Trieben. Sarah muss ihr Wunsch doch sein. Ganz schön abgebrüht, der Bursche. Wer? Naja, der Graf will uns wohl vergackeiern. Der Graf Hätte beinahe sein Inkognito verraten. Er nannte sich Nachtvogel und nutzlos bei Tag. Bleibt nur noch die Frage, wo ist sein Sarkophag? Sein Sarkophag? Ja, na, der Sarg, in dem er tagsüber liegt. Sie meinen in einem Grab? Nicht in einem Grab, Junge. Ein Graf ruht in einer Gruft. Jedes Schloss hat so eine. Und wir wollen uns gleich auf die Suche danach machen. Gleich? Ja, na, selbstverständlich. Der Tag ist doch wie geschaffen zum Gruft suchen. Alles wird gut, heute ist ein perfekter Tag, an dem man tut, was nur Helden gelingen mag. An einem Tag wie heute geht man durch Feuer, man findet Gold und besiegt Ungeheuer. Moment! So eine Gruftsuche muss strategisch klug geplant sein. Ja, Herr Professor, aber wir dürfen nichts übereilen. Vor allem brauchen wir das richtige Werkzeug. Pack du die Tasche, ich gehe schon vor und erkunde die Lage. Aus dem Schweigen der Nacht steigen dunkle Visionen, doch ich bleib bei Sarah. Jeder Albtraum erwacht, Schatten werden zu Dämonen, überall droht Gefahr. Ich halt durch, ich halt aus, ich will tun, was ich tun muss, denn ich tu's für Sarah. Unbeirrt geradeaus gehe ich ins Nirgendwo, weil ich sie liebe. So viel Sehnsucht in mir, ich will wieder nach Haus, doch ich gehöre zu Sarah. Und bin ich neben ihr, sind die Ängste Illusionen, nur Gefühle sind wahr. Ich bin stark, ich bin hart, ich will sein, was ich sein
war Kolumbus auf den Eiertrick. Und Icarus dachte, er könnte fliegen. Daniel ist in die Grube gestiegen. Es in diesem Keller nur ein wenig heller folgte ich voll Zuversicht meiner Pflicht. Wär die Luft nicht so abscheulich und der Duft nicht räumlich, wär ich unerschütterlich. Aber so geb ich zu, ich fürchte mich. Da steht nicht zu übersehen die Ziele unserer Mission, wie ich es ersehen, hier runterzugehen zum Zweck genauer Inspektion. Was muss jetzt geschehen? Was muss jetzt geschehen? Aktion gemäß der Instruktion. Wir sollten erst üben und es geschehen. Ist die Stunde jetzt oder nie? Wunderbar. Wir klettern jetzt da hinunter. Da hinunter? Ja, na selbstverständlich. Schnurstracks. Du zuerst. Was, ich? Ja, Tasche Das runter. runter? Runter! Willst du, dass der Bucklige uns hört? Still da unten! Achtung! Jetzt komme ich! Was? Nein, Ich häng fest. Ja, was hilf mir doch, Junge! Ja, aber doch nicht so! So geht das nicht! Du wirst es allein machen müssen. Ja, stell dich nicht so an! Du musst ihnen die Herzen durchstoßen! Die Herzen durchstoßen? Nein, Professor, bitte alles, aber das Sei kein Waschlappen! Öffne die Särge. Die Särge. Denk an Chagals Tochter. Den Deckel weg! Na, wer liegt drin? Seine Exzellenz! Jetzt an! Na, wer ist es? Wieso? Jetzt zur Tasche! Jetzt nimmst du den Hammer und einen Flock raus. Flock, und jetzt zuerst schnell auf zum Grafen rauf. Jetzt setzt du den Flock zwischen Die 6 und die 7. Ja, aber noch nicht so, doch auch andersrum. Los jetzt! 1, 2, 3. 3. So, Donnerwetter, 3. Ich kann das nicht! Weiter Schämst du dich denn gar nicht? Doch, schon. Aber ich kann das trotzdem nicht. Professor. Barmherziger. Es hat keinen Sinn mit dir. Also komm wieder rauf. Ja. St. Hallo. Alles muss man selber machen. Ein Jammern ist das mit der heutigen Jugend. Lasch und Verweichlichkeiten mehr in den Knochen. Nicht mehr in der Lage, sich am Riemen zu reißen, wenn es ums Ganze geht. Ja, na komm hoch und zieh dich wieder rauf. Trödel nicht. Träumst du schon wieder, oder was? Meinst du, es macht mir Spaß hier, ewig rumzuhängen? Also, eins muss ich dir ja sagen. In der Theorie, da bist du ja schon recht brav. Aber in der Praxis, da hapert es noch gewaltig. Dann also hilf mir wenigstens hoch, Lümmel. Marsch. Also du
bist du mal in meine Fußstapfen treten kannst. Das war heute eher eine Blamage mit dir, das muss ich selber sagen. Und das Was soll das für Kummer? Hast du den Ball vergessen? Zeit zum Aufstehen. Den Ball? Vergiss es! Da kommst du nicht rein. Wieso? Gesichtskontrolle. Ehrlich? Dann schlafen wir halt noch eine Runde zusammen. Du solltest dich mal schämen, Schengel. Ich? Warum? Mir in den Hals beißen, mein Blut saugen. Na und? Warum soll ich denn dein Blut nicht saugen? Andere saugen schließlich auch an mir. Ob mit Zähnen oder Engelsaugen. Jeder Mensch ist nur ein Säugetier. Was fast jeder tut, ist doch kein Laster. Wer mein Blut geleckt hat, möchte mehr. Der Vergnügen mehr Erfolg, der Zaster. Schließt jeder hinter jedem her. Wer nicht zerschlissen werden will, der lernt sich durchzubeißen. Wer nicht beschissen werden will, muss andere bescheißen. Darum saugt ihr Mut an. Etwas frisches Blut kann dir nicht schaden, dir nicht schaden. Saug dich doch auf, statt zu klagen. Als ich noch lebte, fand ich dich fies. Doch seit an mir saugst, find ich dich beinahe süß. Geil zu sein ist komisch, geil zu sein ist komisch. Jetzt wieder und dann immer wieder zu müde. Jetzt ist jeder Kurs, dann ist der Was ist dabei? Jeder saugt jeden aus, das ist das Gesetz der Welt. Jeder nimmt sich von jedem das, was ihm wünscht und gefällt. Wenn es kein Blut ist, ist es Liebe oder Geld. Ja! Ja! Was ist dabei? Jeder sagt jeden aus, das ist das Gesetz dieser Welt. Jeder erzählt von jedem, das ist in dieser Welt. Es kann Blut, ist es Liebe oder Geld. Aristoteles, Empedokles, Aeneas, Parmenides und Nikomaros, Diogenes, Antiochos, Maimonides, schon beim Riechen, spül mir die Weisheit der Griechen. Wartet irgendwo, Marco Aurelius, Augustinus, Tacitus, Tibur und Plato, Peregrinus und Aquinas, Caesar, Cicero und Cato, schon beim Pasten, wird man zum Enthusiasten. Sie gefangen, kann sich der
der müde Geister eindenken, laben. Aber wenn der Autor Hegel heißt, dann an die Welt der Staaten deutscher Teams sind auf Papier gelungen. Und alles Erstausgaben. Der Baulich ist wohin, man guckt ein Leben ohne Bücher mehr tot. Ich habe nicht viel Zeit. Trotzdem Kopernikus und alle Humanisten, Paracelsus, Diskursius, die frühen Okkultisten, Jung und Locke, Hobbes und Mendes und Moral und Kausalisten, die Kamen und Hamilton und andere Erforscher der Natur. Es wird bald dunkel werden. William Shakespeare, Bob Eckhart, New York, Machiavelli und Erasmus, Kierkegaard, Pascal, Shelley, von Kindern, sei Dank, du lebst. Keine Angst, jetzt bin ich da. Dir wird nichts geschehen, ich werde dich befreien. Höflich ist das nicht, schließlich bin ich eine Dame. Mich zu überraschen, wenn ich bade, ist nicht wahr. Sag mir, wie es dir geht. Hat er dich verletzt? Komm nicht schon zu spät. Heute Nacht ist Tanz. Du musst mit mir fliehen. Rat mit mir nicht tanz. Bleib nicht hier. Ich will es dir sagen. Bald wird es dunkel. Mit dem Herrn Grafen. Flieh, ich beschwöre dich. Wie gefällt dir mein Kleid für den Ball? Der Herr Graf schickt mir prächtige Sachen. Er verwöhnt mich, weil ich in Gefahr. Wenn Papa kommt, wird er Augen machen. Wir müssen fort. Bist du nicht gern dabei? Die Zeit läuft ab. Einen Tanz hab ich frei. Ich beschwöre dich, komm mit. Frag mich morgen nochmal. Begreif doch, ich mein's gut mit dir. Darf das Nacht nur mit mir? Willst du denn nicht mehr nach Haus? Dreh dich jetzt um, ich komme raus. Plagiate, Surrogate, Farben, Professorie, Kapitalismus, Literate, Sangolien, Dialogien und alle Alten, Chroniken, Elogen, Elegien und Pamphlete, eben Kritiken in Folien, in Quanten und Fraktur. Robespierre, Homer und Seneca, Da Vinci und Cervantes und die wunderbaren Operatocacios und Dantes und Aquiles und Don Juan, Trigoles und Galantes und John Byron, Goethe, Eckermann, John Arnold, Bruno Lessing, Thomas More. Hast du dir nicht gerettet? Viele und Bücher lieben von den Menschen früherer Zeiten, hätten sie es drauf geschrieben, können die Geister nicht begleiten und verdammt zu Ignoranten, müssten wir das Leben schreiben. Alle Bücher sind Garanten für den Fortschritt und die menschliche Kultur. Hast du dir das gemerkt, mein Junge? Was sollen wir jetzt tun, Herr Professor? Auf jede Frage dieser Welt gibt es Antwort in einem Buch. In einem Buch. Aber in welchem? Man beginnt bei Aristoteles, Empedokles, Aeneas, Parmenides und Nikomakhos, Diogenes, Antiochus, Harmonides, Machiavelli, Augustinus, Tacitus, Diplodocus, Epimetheus, Sokrates, Ratgeber für Verliebte. Wie man ein Herz gewinnt. Wenn Liebe in dir ist, dann klingt aus dir Musik. Wenn dein Moment hier ist, dann spricht für dich dein Blick. Und der Mensch, den du magst, versteht, was du sagst, und willst du auch stimmen, dein Herz verrät, dass Liebe in dir ist, die nicht mehr schweigen will. Manchmal sagt ein Kuss mehr als 1000 Worte. Sarah? Oh, Entschuldigung, bleib. Ich möchte mit dir reden. Vater ist ganz begeistert von dir. Ich finde, wir sollten Freunde werden. Aber ich muss doch... Du musst zu mir nett sein. Ich will dich verstehen. Was macht dich so blass? Bist du krank? Mir geht's gut, vielen Dank. Aber nein, du hast immer ein Freund. Du solltest im Bett sein. Nein, was muss ich sehen? Du zitterst vor Angst, mon chéri. Nein, ich zittere nie. Ja, du bist ängstlich, mein Freund. Man hört, gibt's einen Ball in
die Spiegelreflexion. Das ist nicht Aliboris Theorie. Ich habe die Reflexionstheorie entwickelt. Alibori hat sie mir gestohlen. Als wir beide vor dem Spiegel getanzt haben, da habe ich nur mich gesehen, von ihm nichts. Ich wünschte, ich hätte mit ihm getanzt. Herr Professor, ich bin müde und mir ist kalt und wir wollten doch noch saßen. Da ist der Orion! Herrlicher als der bestimmte Himmel über uns ist nur das Universum der Logik in uns. Sind wir hier sicher? Todsicher! Wirklich treffend, Professor. Nur ein bisschen, es ist passiert. So viel Neugier ist tödlich, Professor. Man muss lernen, was man studiert. Sie unterschätzen die Wissenschaft von Corona. Ich werde Sie in Alkohol einlegen und meine bald werden Sie nur noch in Gruselromanen Ihr Unwesen treiben. Wovor fließt? Was fürchtest du, Alphabet? Was du siehst, wenn es du nur hier? Er bekämpft Sie sehr! Professor, Alfreds Ziel gehört längst mir. Allmächtiger. Sehr interessant.
einen Stern zu sehen. Der Mond versteckt sich, denn ihm graut vor mir. Kein Licht im wilden Meer, kein falscher Hoffnungsstrahl, nur die Stille und in mir die Schattenbilder meiner Qual. Das Korn war golden und der Himmel klar. 1617, als es Sommer war, wir lagen im flüsternden Gras. Ihre Hand auf meiner Haut war zierlich und warm. Sie ahnte nicht, dass ich verloren bin. Ich glaubte ja noch selbst daran, dass ich gewinn. Doch an diesem Tag geschah's zum ersten Mal. Sie starb in meinen Armen. Wie immer, wenn ich nach dem Leben griff, blieb nichts in meiner Hand. Ich möchte Flamme sein und Asche werden und hab noch nie gebrannt. Ich will hoch und höher steigen und winke immer tiefer ins Nichts. Ich will ein Engel oder ein Teufel sein und bin doch nichts als eine Kreatur, die man das will, was sie nicht kriegt. Gäb's nur einen Augenblick des Glücks für mich, nähm ich ewiges Leid in Kauf. Doch alle Hoffnung ist vergebens, denn der Hunger hört nie auf. Des Pastors Tochter ließ mich ein bei Nacht, 1730, nach der Maiandacht. Mit ihrem Herzblut schrieb ich ein Gedicht auf ihre weiße Haut. Und des Kaisers Page aus Napoleons Tross, 1813 stand er vor dem Schloss. Dass seine Trauer mir das Herz nicht brach, kann ich mir nicht verzeihen. Doch immer wenn ich nach dem Leben greif, spür ich, wie es zerbricht. Ich will die Welt verstehen und alles wissen und kenn mich selber nicht. Ich will frei und freier werden und werde meine Ketten nicht los. Ich will ein Heiliger oder ein Verbrecher sein und bin doch nicht als eine Kreatur, die kriegt und lügt und zerreißen muss, was immer sie liebt. Jeder glaubt, dass alles einmal besser wird, drum nimmt er das Leid in Kauf. Ich will endlich einmal satt sein, doch der Hunger hört nie auf. Manche glauben an die Menschheit und manche an Geld und Ruhm. Andere glauben an Kunst und Wissenschaft, an Liebe und an Heldentum. Viele glauben an Götter, verschiedenste Art, an Wunder und Zeichen, an Himmel und Hölle, an Sünde und Tod, an Bienen und Breviator. Die wahre Macht, die uns regiert, ist die schändliche, unendliche, verzehrt.
gründliche Bluttransfusion und 2, 3 Tage Ruhe und du bist wieder frisch wie der junge Mann. Dort sind wir zusammen. Also, ich zähle bis 3, dann nehmen wir es in die Mitte und laufen zur Tür. Seid ihr bereit? 1, 2, 3. 3. Saug sie aus! Sarah, du bist schwach, ruh dich aus in meinem Arm. Jetzt wird alles gut, wir sind in Sicherheit. Ich bleib für dich wach und beschütz dich vor Gespenstern. Unser Abenteuer ist vorbei, der Tag ist nicht mehr weit. Es wird nun anders sein, nie mehr eingesperrt, niemals mehr allein, gehen, wohin ich mag, Zeigen, was ich will. gerade jeden Tag, Angst und Kälte werden vorbei sein. jenseits der Wälder, jenseits der Berge, alles wird neu sein. Draußen ist Freiheit, dort
nicht schlecht. Wir sind entkommen, mein Verstand hat triumphiert und die Menschheit vom Verderben bewahrt. Die Königsberger werden gelb sein vor Neid, wenn man ihnen den Nobelpreis verleiht. Durch meine Forschung habe ich den Beweis erbracht. Es gibt lebend Tote, hier jeden Fall.